Ein Schuss hallte über das Wasser. Am Waldrand, keine 30 Schritt vom ursprünglichen Versteck der Blackfeet entfernt, stieg Pulverdampf auf. Und dann, schneller als ein Mann laden konnte, krachte ein zweiter Schuss. Die erste Kugel riss einen Krieger von den Füßen. Blut spritzte aus seiner Brust. Der Schuss war von hinten glatt durch ihn hindurchgegangen. 30 Gramm Blei. Ins Ziel getragen mit der tödlichen Präzision einer Kentucky Rifle. Dem zweiten Krieger riss die Kugel einen Brocken Fleisch aus dem Oberschenkel. Mit einem Schrei ging er zu Boden. Der dritte Blackfoot warf seine Lanze. Der Mann im Wasser wich aus und zog eine Pistole aus dem Gürtel. In der Aufregung ging sein Schuss fehl und der Krieger war heran. Mit den Füßen voran sprang er dem jungen Fallensteller gegen die Brust. Der Mann im Hirschlederhemd klatschte ins Wasser und der Krieger war über ihm. Der Weiße sah das verzerrte Gesicht seines Fremden, aufgerissene Augen, eine blitzende Messerklinge, dann ein weiterer Schuss. Der Blick des Kriegers brach. Sein Gewicht drückte den Trapper unter Wasser. Strampelnd befreite er sich und kam prustend wieder hoch. Er spuckte Flüssigkeit und sah den Schützen vom Waldrand zu sich herüberlaufen. Ein zweiter Trapper, älter als der erste. In der Hand hielt er eine rauchende Steinschlosspistole. Über der Schulter trug er 2 Gewehre. Milde Belustigung lag in seiner Miene. Der Mann im Fluss ging nicht auf die spöttischen Blicke ein. Er schüttelte Wasser aus dem Lauf seiner Pistole. Du hast recht, Jed. Da waren wirklich Rotleute. Blackfeet, sag ich doch. Ich hab's gerochen. Der ältere Mann trug Baumwollsachen, einen Mantel aus zusammengenähten Decken, ein Capote hing über seine Schulter. Er hatte wettergegerbte Haut und einen dunklen Bart, der die ersten Spuren einer silbrigen Graus zeigte. Sein vollständiger Name lautete Jedediah Jones und er war 40 Jahre alt. So ungefähr wenigstens. Jed war da selbst nicht sicher. Er hatte nie mitgezählt. Es interessierte ihn auch nicht. Wenn er sich in St. Louis aufhielt, der Stadt im Missouri, in der alten Trails in den Bergen beging, hat er nie gefragt, welche Jahre sie gerade schrieben. Andere Dinge waren ihm wichtiger. Der Preis, den Biberfelle brachten und wie viel Dollars man für feinen Tabak und Pulver Blei auf den Tisch des Händlers legen musste. Auch der Preis für eine Frau in Molly Swingwaters Etablissement war von Interesse. Mollys Mädchen waren inzwischen so teuer wie ein erstklassiger Biberpelz. Manchmal, wenn Jed eine Zeitung sah, erkannte er die Jahreszahlen auf dem Titelblatt. Nicht, dass Jed Zeitung las. Auch wenn Molly Swingwater in gnädiger Stimmung war, las sie ihm durchaus vor. Soweit er sich erinnerte, hatte er zuletzt eine doppelte 18 auf dem Missouri Republican wahrgenommen. 1818? Ja, so war's. Und das war jetzt 2 Jahre her, ungefähr. Demzufolge schrieben sie etwa das Jahr 1820, ein verfluchtes Jahr. Im Frühling war Jedediah auf dem Weg zum Handelsposten von Blackfeet überfallen worden und hatte alle seine Felle verloren. Nur die eigene Haut konnte er retten. Im Sommer machte er die Bekanntschaft des jungen Malcolm Magruder. Er war in einem Saloon in St. Louis gewesen. Plötzlich hatte der Junge an Jeds Tisch gestanden. »Sorry, Sir, aber der Keeper meinte, Sie seien Mann der Berge. Da will ich hin, in die Berge.« Magruder war ein Rawhand, wie die Montagnards sagten. Seine Hände würden bei der schweren Arbeit im eiskalten Wasser aufplatzen. Unter anderen Umständen hätte sich Jed niemals mit einem Greenhorn eingelassen. Doch wie die Dinge lagen, wusste er nicht, wovon er die nächsten Biere bezahlen sollte. Von der Ausdauer für die Herbstjagd ganz zu schweigen. Er hatte den jungen Mann gemustert. Er war hochgewachsen, schlank, schien von Tatendrang zu bersten und trug einer dieser lächerlichen Wildlederanzüge, für den die Händler in St. Louis ein Vermögen verlangten. Die Kleidung war es, die ein Mountain Man von einem Mann unterschied, der sich nur einbildete, in den Bergen klarzukommen. Mountain Men ließen nur an ihre Füße Leder, das im Winter steif gefror. Dieser Junge nun trug derbe Stiefel statt weiche Mokassins. Im Sommer würde ihm sein Schuhwerk zur Last werden und seine Hirschlederhülsen würden ihm bei Frost die Arschritzen aufreißen. »In die Berge willst du?« Der junge Mann nickte. »Fallen stellen, Handel mit den Wilden treiben. Ich arbeite hart und tue, was sie verlangen, wenn sie mich mitnehmen.« In seiner Stimme schwang etwas mit, was das Jed sagte, dass er aufrichtig meinte. Bei Gott, wahrscheinlich ließ sich aus dem Jungen etwas machen. »Wenn wir Biber jagen wollen, brauchen wir Geld. Ich habe $1.500. Jed zuckte die Schulter. $3.000 wären besser, aber für den Anfang würde es reichen. Später erfuhr er, dass Malcolm Magruder einer wohlhabenden Familie in Philadelphia entstammte. Sein Vater wollte, dass Malcolm Buchhalter in der eigenen Firma werden
sollte. Aber Mel hatte andere Pläne. Er folgte dem Lochruf von Wildnis und Abenteuer. Jedediah Jones, der seit mehr als einem Jahrzehnt Trapper war, konnte ihn verstehen. Das Leben in den Bergen war hart, aber draußen gab es noch Freiheit. In Ordnung, setz dich hin und lass uns reden. Wir brauchen Schnappfallen, Schießpulver, Tammer, Gewehre, Decken. Ein Pferd pro Mann und doppelt so viel Mulis. Ach ja, und verkauft deine Stiefel. Sie werden dich töten, noch ehe der Winter vorbei ist. Mit einem Whisky hatten sie die Partnerschaft besiegelt. Mel brachte das Geld für ihre ersten gemeinsame Jagdsaison ein. Jet seine Erfahrung. Wir heute Morgen auf dem Weg zum Fluss. Irgendwann hatte den Trapper alarmiert. Er murmelte etwas von Rothäuten, von 3 oder 4 Kriegern und einer Falle, die er ihnen stellen wollte. Er hatte Mels Gewehr genommen und 2 schnelle Schüsse abgefeuert zu können, ohne nachladen zu müssen, und war in den Büschen verschwunden. Er hatte alle Blackfeet erwischt, nur einer lebte noch. Der verwundete Krieger starrte die Weißen unerschrocken an. Er versuchte, auf die Füße zu kommen, aber die Verletzung am Oberschenkel behinderte ihn. Die Kugel hatten seine Muskeln zerfetzt. Er blutete stark. »Dieses verdammte Gewehr«, murmelte Jet und hob die Waffe des jungen Jägers hoch. »Es schießt nicht genau.« Fast alle Männer in den Bergen waren mit Kentucky Rifles bewaffnet, aber Malcolm Magruder besaß ein Forsyths-Gewehr, diese fast vergessene Erfindung eines schottischen Pfarrers. Anstelle eines Steinschlosses hatte die Büchse einen Schlagzünder, der sein Zündpulver aus einer Vorrichtung bezog, die wie eine kleine Parfümflasche aussah und vor dem Hahn saß. Statt vor jedem Schuss umständlich Pulver auf die Pfanne zu streuen, mussten die Schützen einfach nur am Flakon drehen, um die richtige Dosis bereitzustellen. Mel hielt das Forsyths-Gewehr für eine fortschrittliche Waffe. Jet teilte diese Meinung nicht. Vor ihm lag der Blackfoot-Krieger am Boden und erwartete trotzig sein Schicksal. Was machen wir mit ihm? Mel war klar, dass sie den Roten nicht gehen lassen können, weil er nun wusste, dass sich Fallenstelle im Tal aufhielten. Er würde es seinen Brüdern erzählen und anderen Kriegern würden auf Jagd auf sie machen. Doch es widerstrebte Mel, einen wehrlosen Mann zu töten. Mit dieser Verletzung kommt er nicht weit, oder? Jet hatte in der Zwischenzeit die Waffen geladen, auch das Forsyths-Gewehr. Er drehte den Flakon. Wie funktioniert dieses Ding gleich nochmal, Magruder? Mal antworten konnte, löste sich ein Schuss. Die Kugel fuhr dem Blackfoot in die Brust. Der Krieger wurde nach hinten geworfen. Er starb ohne einen Schrei. Verdammte Flinte! Jet warf Mel die Büchse in die Arme. Sein Gesicht war ausdruckslos. Wir sollten die Rothäute verschwinden lassen, damit sie keiner findet. Mel war so schockiert, um zu antworten. Sein Partner hatte einen Verletzten kaltblütig erschossen. Oder war es ein Unfall gewesen? Ausgelöst durch die für Jet ungewohnte Waffe? Mel glaubte nicht daran, aber er sagte nichts. Jet hatte ihn Magruder gerufen. So nannten ihn der Mountain Man nur, wenn er keinen Widerspruch duldete. Ihr Camp befand sich 3 Meilen vom Fluss entfernt im Wald. In den Schatten mächtiger Tannen geduckt stand eine Hütte aus roh zugehauenen Stämmen. Auf ihrem Dach lag eine dicke Schicht aus Gras, Oden und Moos. Hinter den Behausungen gab es einen Unterstand für Pferde und Mulis. Derzeit waren die Tiere aber in den einfachen Pferch aus Hanfstrick auf der Lichtung vor der Hütte untergebracht. Die Pferde schnaubten, als sich der Mountain Man dem Blockhaus näherten. In der Tür stand ein Mann mit einer Kentucky Rifle im Arm. Henry Hopkins, genannt Bear. Als er Jet und Mel erkannte, lächelte er breit und senkte seine Büchse. Hab vor einer Weile Schüsse gehört. Bear Hopkins war ein Bär von einem Mann. Sein Haar, das er zu einem Zopf gebunden trug, war schwarz. In seinem Gesicht wucherte ein Vollbart. Auch seine Handrücken waren voll schwarzem Pelz bedeckt. Und über seiner Brust verlief ein runzliger Streifen Narbengewirr, aus dem kein Haar mehr wuchs. Vor langer Zeit musste Bear eine schreckliche Verletzung davongetragen haben. Er maß annähernd 2 Meter, hatte Arme wie ein